Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute habe ich ein sehr nützliches Tool für euch parat, was gerade frisch erstellt worden ist, und zwar von Don Muerte. Grüße gehen raus und vielen lieben Dank für so eine krasse Arbeit wieder mal. Hatte damals schon auch das Schmiedetool entwickelt, ja, womit man bestimmen konnte, wie viele Kristalle welches Item gibt, wenn man das Aussehen davon ändert. Und ja, das war schon damals sehr nützlich. Jetzt kam ein Tool raus, worum es hier es geht eigentlich um den Elevator und auf welcher Etage oder besser gesagt auf welchen Stockwerk bekommt man welche Belohnung. Das ist bestimmt für den einen oder anderen sehr nützlich für euch. Und ja, da sind alle Etagen aufgelistet von Etage 1 bis Etage noch nicht ganz 500, weil das wird noch ein bisschen nachgefügt, ja, weil die Seite gerade so frisch erstellt worden ist, denke ich mal, dauert das noch, bis man die 500 rausgekriegt hat, und alle haben ja auch nicht Stufe 500 geschafft, sind ja nur ganz wenige Spieler. Und ja, wie gesagt, von jeder Etage gibt es dort gibt es jeweils einen Reward, und den kann ich euch gerne zeigen. Und zwar haben wir hier die Liste parat. Der Link dazu, zu dieser Liste, findet ihr unten übrigens in der Videobeschreibung. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an den Ersteller Don Muerte, der sich hier sehr viel Mühe gegeben hat. Ja, hier sehen wir den Elevator Floor Rewards to Floor 400 bis 445 geht es momentan gerade. Und ja, hier sieht man die verschiedenen Etagen aufgelistet. Auch ein sehr cooles Gimmick ist, dass man hier oben die Rewards geleuchtet bekommt, jeweils auf welcher Zeile man gerade ist, weil wenn man jetzt hier weiter runter scrollt, dann sieht man ja nicht mehr so großartig, oder zumindest war es, glaube ich, so gewesen bei irgendeinem anderen Tool, ist man runtergescrollt und hat nicht mehr gesehen, was hier gegeben hat. Und ja, das ist hier ganz cool gemacht. Man kann hier auch sonst direkt springen auf Etage 100, 200, 300, 400 und 500. Ja, also das ist echt sehr, sehr nice. Und genau, ab Etage 1 wird hier quasi genau alles aufgelistet, vom Goldwert her, von den Lucky Coins, die man bekommt, bis zu den Sammelkarten, bis über zu den Rohstoffen, Kristallen, Holz, Steine, Metalle, Seelen und Früchte, ja, und wie viele die jeweils auch geben. Und falls ihr da euch einen kleinen Überblick verschaffen wollt, dann könnt ihr sehr gerne dieses Tool nutzen. Und ja, eine Riesenarbeit, vor allen Dingen auch designtechnisch echt sehr gut gelungen. Im Hintergrund sehen wir hier übrigens das Artwork vom Elevator, ja, was wir auch im Stream gesehen haben, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, das ist echt cool. Wir können mal so ein bisschen runterscrollen, die Etagen, um mal zu gucken, wo man was bekommt. Und auch ganz interessant eigentlich, ab welchem Level. Guck mal, hier bekommt man zum Beispiel schon übelst viel Stein und Holz. Hier noch mehr, ab welchem Level oder besser gesagt, ab welchem Stockwerk nachher das Goldcap erreicht ist, ja. Wir sehen es hier, es geht schon gut nach oben, auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt hier wahrscheinlich den Cut zwischen Etage 310, dann die 11 nochmal ohne, und in der 312 ist dann hier das Goldcap mit 6 Millionen erreicht, und höher geht es dann auch nicht, ja. Also theoretisch würde es auch Sinn machen, jeden Tag erstmal hier zu stoppen, ja, um dann halt, um sich dann, oder 320 und sich dann 20 Etagen zurücksetzen zu lassen und dann wieder 20 Etagen hoch und dann nur zum Schluss, bevor das Event endet, sich dann nochmal komplett so weit wie möglich durchzuforsten, weil ja, belohnungstechnisch kommt jetzt nicht mehr sehr viel mehr bei den ganzen Etagen, ja. Ansonsten seht ihr ja noch links an der Seite sind noch meine 2 Codes am Start. Falls ihr den Dorzer Elevator Code noch nicht eingelöst haben solltet, macht das heute noch. Der gilt nur noch bis heute um 23:59 Uhr. Dann ist der Code finito, der hält nur das Wochenende leider. Und da bekommt ihr halt 25 Sammelkarten und halt eben noch anderen geilen Stuff. Ne? Und der Dorzer 54 ist ja nur für W54, der hält, glaube ich, noch bis zum 3.4. Der geht noch ein bisschen länger. Ne? Aber vor allen Dingen der Elevator Code ist halt eben der, den ihr eingesetzt haben solltet, jetzt schon mittlerweile. Ja, sonst ist es ab Montag dann nachher schon zu spät. Genau, also sehr coole Sache. Shoutouts gehen raus da an der Stelle. Ist cool gemacht und verschafft einen so ein
richtig geilen Überblick über die ganzen Etagen und ja, was hier sonst noch so alles kommt. Ich muss sagen, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen ungenau ist, weil hier haben wir zum Beispiel einen Sprung drin von 433 auf 4000 900, ach nee, das sind wahrscheinlich, denn hier sind die Kristalle und das sind nur die Metalle hier, denke ich mal. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, muss ich sagen, weil bei Kristallen, nee, da wird nur Kristalle und doch, stimmt doch, Metalle und Kristalle wird hier angezeigt, also sind das hier die Kristalle, wahrscheinlich. Und hier haben wir denn, jetzt bin ich mir selbst unsicher hier, was hier die Kristalle und Metalle sind. Ja. Die Musik im Elevator-Hintergrund hier auch, ey. Ja, aber auf jeden Fall haben wir hier einen kleinen Sprung drin gehabt, sehe ich gerade. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze hier eigentlich ziemlich gut und genau auch umgesetzt worden. Und ja, nur die letzten Etagen fehlen hier halt noch so ein bisschen. Das wird, denke ich mal, noch erweitert. Da steht ja auch hier oben ja, bis 45 momentan ATM at the moment. Und das wird dann auch noch erweitert. Also rundum sehr, sehr geile Sache. Ja. Ich denke mal, wir kommen sogar selbst jetzt, obwohl, nee, wir kommen nicht über Etage 445. Mein Rekord war es bisher immer noch gewesen hier auf dem Main, bis Etage 442 und bis dahin, jetzt bin ich gerade wieder zurückgesetzt worden, ein paar Etagen hier, deswegen kämpfen wir uns da mal wieder ein bisschen durch. Wir gucken mal, wie sieht es mit der Gilde aus hier. Ja, da bin ich immer noch auf Platz 1 momentan, mache hier mit am meisten. Ein paar Leute haben auch gar nicht gespielt, leider. Das ist sehr schade. Ein bisschen sollte man das Event zumindest wahrnehmen, also zumindest ein klein bisschen so, ne? Und ja, aber das ist eben so auf einem alten Server, in einer alten Gilde. Was willst du da großartig erwarten? Genau, und wenn ihr halt eh schon fest auf Rang 1 steht, dann ist es halt auch nicht wirklich notwendig, hier tausende von Pilze, so wie ich das jetzt mache, in die Dungeon-Etagen zu stecken, sondern euch einfach auch, ja, vielleicht mal droppen zu lassen, ein paar Tage lang. Das ist dann wirklich die pilzsparendere Variante und ihr bekommt vom Boni halt her genauso viel, zumindest an Gold, was ihr auch auf höheren Etagen bekommt. Also ich bekomme 6 Millionen Gold und die Leute ab Etage, wann war das? 360 irgendwas? Oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ihr habt es ja in der Liste gesehen, bekommen halt auch schon 6 Millionen Gold. Also vom Reward her für euch persönlich ist es jetzt nicht weiter förderlich, hier großartig zu pushen und hier, ja, weiß ich nicht, Pilze zu verschwenden, so wie ich das mache, es sei denn, ihr wollt halt wirklich für die Höllenmarken gehen und halt Platz 1 in eurer Gilde sein, so. Und ja, nur zum Ende müsst ihr dann halt ein bisschen aufpassen, wenn der Elevator dann irgendwann mal ein Ende hat, in 7 Tagen schließt er ja, ne? Bis dahin müsst ihr dann gucken, dass ihr dann ein paar Etagen gut macht, dass ihr da ein bisschen vorankommt, sodass ihr dann quasi am Endtag, wenn dann der Elevator schließt, dass ihr da dann eine möglichst gute Platzierung habt. So. Ja, 442, weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Das ist auch mein Rekord, wo ich hier bisher auch bin im Elevator. Mehr war nicht drin. Bei der rasenden Dunkelelfin bin ich bisher noch nicht vorbeigekommen. Ist nicht möglich. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Blocker hier. Ne? Der war schon ein paar Mal kurz vorm Fall. Aber leider, ihr seht, die Kämpfe sind immer sehr, sehr knapp. Aber leider habe ich es bisher noch kein einziges Mal geschafft, über den Wert hier rauszukommen und den Gegner hier zu besiegen. Leider überhaupt nicht. Obwohl da schon wirklich sehr, 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 sehr knappe Versuche mit dabei gewesen sind. Ne? Ja, also deswegen an der Stelle ist bei mir hier auch auf 442 auch Schluss. Mehr ist nicht drin. Wir gucken nochmal kurz Elevator-technisch auf meine anderen Server, wenn euch das auch interessiert. Bei Black Bull, ne, die Battlemage-Gilde hier, sind wir auch auf Platz 1. Da bin ich momentan hier auf Platz 5, aber das sollten wir relativ schnell wieder hinkriegen. Hier habe ich ja auch meine Sammelmarken hier gesammelt. In der Zeit, wo ich halt jetzt nicht gespielt habe. Ne, das stackt sich ja dann immer an. Alle 7 Stunden 30 habt ihr alle 15 Sammelmarken. Bis dahin solltet ihr mindestens ein paar Mal gekämpft haben, damit die sich immer wieder weiter refreshen und dann halt nicht überlaufen, so, ne, dass ihr immer einen stetigen Fluss an Sammelkarten, Einkommen habt. Ja. So. Mal gucken. Hier bin ich gestern ein bisschen weitergekommen mit meinem Battlematch. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Waren wohl vielleicht auch gestern ein bisschen lucky gewesen. Wie gesagt, 20 Etagen haben wir ja jetzt noch nicht wieder geschafft.
die wir jetzt zurückgesetzt worden sind. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt heute wieder kämpfe hier. Nö, soll wohl nicht sein heute hier. Aber zumindest auf Platz 4, das ist ja auch schon mal ganz nice. So, gucken wir dann auch nochmal gleich auf den Free-to-Play. Ja, hier komme ich eigentlich immer noch ganz gut voran. Liegt aber auch daran, dass wir von den Etagen her noch nicht so weit fortgeschritten sind und ich meine Sammelmarken hier eigentlich nur immer oder abwarte, bis ich die bekomme. Ne, weiter, sonst wäre ich hier schon auf jeden Fall auch ein bisschen weiter. Aber ist halt eben der Free-to-Play-Account. Ne? Jetzt muss ich halt erstmal wieder warten, bis ich ein paar Sammelmarken habe. Und W50, auch nochmal recht interessant auf jeden Fall für den einen oder anderen. So sieht das momentan aus hier mit unserer Holzfällerhütte. Immer noch weiterhin auf Platz 4. Casino Royale hat auch die Million schon geschafft, aber ist trotzdem noch ein meilenweiter Unterschied zu uns. Genau so wie es ein meilenweiter Unterschied zu Platz 3 ist. Also das, ja, also ich glaube, die Reihenfolge steht schon so relativ fest, denke ich mal. Da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Hier sind wir jetzt auf Platz 20. Wir können nochmal jetzt unsere 20 Versuche machen hier. Oder besser gesagt, je nachdem, wie weit wir von den 20 Etagen, die wir zurückgesetzt worden sind, so weit wir dann da halt eben auch kommen, ne? Genau. Und generell muss ich sagen, ist es halt ein gutes Farming für alles so. Man hat ein okayes Goldeinkommen, es ist jetzt nicht zu überpowered. Dafür hat man aber, was ich finde, also wenn man halt Früchtemangel hatte, ist das Event halt super, super nice. Man bekommt so viele Früchte. Die Kristalle sind im späteren Spielverlauf eigentlich auch recht ansehnlich, muss ich sagen. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und ja, ich glaube, bei Mr. Grey sind wir gestern auch nicht weitergekommen hier auf der Etage. Auf meinem Krieger hier. Ja, deswegen nützt mir das hier auch nichts mehr weiter. Genau, so, jetzt sind wir auf Platz 7 zumindest. Naja, siehst du, das ist ja ganz nice eigentlich, ne? Man könnte noch, ja, ich glaube, wenn wir eine Etage noch besiegen könnten, dann könnten wir uns noch ein bisschen hocharbeiten. Aber Mr. Grey, der wollte die letzten Tage immer nicht. Der ist leider ziemlich strong. Da komme ich nicht so richtig vorbei. Naja, nicht so wild. So, auf Platz 4 haben wir momentan gerade die Belohnung hier. Ja, ist okay. Also, ja, kann man machen, kann man mitnehmen auf jeden Fall. Und ja, dann war es das auch soweit heute von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr ja, habt auch ein bisschen Nutzen von ja, oder aus dieser Liste ziehen können, die sehr, sehr nice geworden ist. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.